Willkommen zu einem neuen Video heute. Stunden der Wahrheit. Leistungsdiagnostik steht wieder an. Also jetzt umziehen und dann geht's aufs Rad. Jetzt gerade 10 Minuten Warm-up bei 180 Watt. Und dann kommt der 15 Sekunden Sprint im Sitzen ist der. Und dabei geht es gar nicht darum, dass ich meine 15 Sekunden All-Time Best Power trete, sondern wirklich nur darum, dass ich mich 15 Sekunden voll ausbelaste, damit wir dann so die Laktatbildungsrate bestimmen können. Moment, können wir mit dem linken Ohr anfangen, dann können wir beim Laufen das rechte nehmen. Ja. Weil es beim Laufen ist immer so schwierig, wenn wir dann da das andere nehmen, nach links ist es schwieriger abzuspringen. Nee, nach links ist schwieriger abzuspringen. Man muss ich nach links abspringen und dann so mit der Maske kann man nicht so nach unten gucken. Ja. Hat sich fast aufs Maul gelegt. Ja. Noch ein Fact im Vergleich zum letzten Jahr. Also von der Trainingswoche ist es, glaube ich, genau gleich, Trainingswoche 9 oder sowas, wo ich die Leistungsdiagnostik jetzt mache. Der Unterschied ist, ich bin bis zu dem Zeitpunkt ein bisschen weniger Rad gefahren als letztes Jahr. Laufen war, glaube ich, relativ ähnlich, aber ein bisschen weniger Intensität tatsächlich. Das heißt grundsätzlich, wir testen ja hier nur Rad und Lauf. Habe ich eigentlich weniger gemacht als letztes Jahr, aber ich bin mehr geschwommen. Und habe wieder Krafttraining hinzugefügt, zweimal die Woche, jetzt über den Winter. Das heißt, es wird auf jeden Fall interessant, wie sich das jetzt so auf die Ergebnisse auswirkt. Das heißt, wenn ich sogar also nicht die gleichen Ergebnisse habe, so von den Schwellen, Radfahren, Laufen wie letztes Jahr, ist es schon mal ein Fortschritt, weil im Schwimmen bin ich auf jeden Fall besser drauf. Aber das testen wir hier nicht. Redst du nicht schön? Ja. Nee, es wird gut. Erste Probe nehme ich drauf. Ich habe trotzdem nachgeschaut, was ich letztes Jahr Peak hatte. Auch wenn es nicht wichtig ist, aber für mich ist es wichtig. 1074 hatte ich einen Peak. Bereit? Ja. 3, 2, 1 und Feuer. Komm, Vollgas. Komm. Alles klar, komm. Sehr gut, lass drauf. Weiter. Komm. Ich denke schon, hast du über die Hälfte. Weiter. Komm. 3, 2, 1 und aus. Das war alles. Sau komisch, weil irgendwie denkt man kann noch mehr, aber irgendwie geht's auch einfach nicht. Eins ist klar, ich bin nicht zum Sprinter geboren. Vielleicht ja ganz gut, als Triathlet nicht zum Sprinter geboren zu sein. Hart war es auf jeden Fall, also Ziel erfüllt. Hast du gesehen, ob du... Ich habe nur nach unten geschaut. Nicht auf dem Radmesser. Nur Aeroposition. Hier, da ist über 1000. Ja? Ich sehe es doch. Schaut gut aus. Ich kann mich immer nicht entscheiden, was eigentlich der schlimmste Test von den ganzen Vieren ist. Weil dieser Sprinttest ist zwar am kürzesten, aber ist immer Horror. Der Radtest, der an die V2 Max Rampe, ist zwar hart, aber es macht schon Bock, wenn man so lange fährt, bis man das Pedal nicht mehr rumkriegt. Sowas mag ich. Masochist. Ich dachte, du hättest gesagt, das Schlimmste an dem Test ist jetzt die 10 Minuten auf dem Stuhl sitzen. Weil da kann ich nicht trainieren. Das sind 10 Minuten, die ich nicht trainieren kann. Kein Kaffeestopp. Und trotzdem keine Carbs. Und trotzdem geht das Laktat nach oben. Wahrscheinlich die ersten paar Minuten. Spielst du Mario Kart in der Pause? Super Mario Bros. Frederik Funk möchte aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Mein Dopamin ist gesunken. Deswegen wurde mir hier so ein Tablet gegeben, dass ich
Instagram Reels schauen kann. Das ist jetzt die Stunde der Wahrheit. Koppellauf jetzt. Extra neue Carbon-Schuhe aus der Kiste geholt. So, Laktatstufe-Test auf dem Auflauf. Kleine Nase. Wie sagt man, die Nase eines Mannes ist so groß wie sein Johannes. Dreh dich mal ins Profil. Absprungübung. Was geht durch hier gleich runter? Alles gut? Ja. Letzte Stufe war nicht ohne. Puls war hoch. Man muss noch dazu sagen, ich hatte noch keinen Kaffee heute, weil für Laktatbildungsratentest verboten ist. Ausreden über Ausreden. Endlich Kaffee. Mal Zucker noch rein. Achso, ja, gerne. Danke. Also, war hart. Ja, letzte Stufe war auf jeden Fall härter, als es sein sollte. Aber ich meine, das ist jetzt alles hier Standortbestimmung. Und es ist immer noch Januar. Noch genügend Zeit, dass das alles noch besser wird. Wie viel Gels hast du dabei? Was hast du vor? 6 Stunden Zone 2? Ich habe mir gedacht, wenn die Leistungsdiagnostik, wenn ich nicht zufrieden bin, mache ich alles nochmal. Jetzt wird VZ Max geballert. Oh, jetzt kommt der härteste Test. Nice, VZ Max. Next one.
Ja. Wäre noch was gegangen, oder? Ja. Nee, ich hab's nicht genau. Wäre noch was gegangen, wie Scheiße. immer. Nee, ich meine, ob schon das Plateau da war. Nein, Noch nicht? nein. Aber ich glaube, bei mir was. Ich hatte das Gefühl vom Kopf. Du bist einmal runtergegangen Ja. und dann hast du nochmal gepiekt und warst dann, bist nochmal von 76 auf 79,9 gesprungen. Und dann wäre jetzt halt interessant gewesen, hättest du noch, aber das ist dann koordinativ irgendwann auch schwierig. Hättest du den Blumi machen müssen. Das ist koordinativ gut. Ja, das schon. Aber das hat nicht so ausgesehen, dass du auseinanderfliegst. Ich hatte ja. Das war der Kopf. Das war vom Kopf. Nee, ich war so, ich weiß auch nicht. Weißt du, sobald du aufhörst, denkst du, hättest noch mehr gekonnt. Ja, das ist aber immer so. Ja. Kannst du ein paar Schritte. Aber über 6 Liter. Ja, also war Das hatte ich letztes Jahr nicht. Weit. Ja. Also ich habe jetzt nur mit einem Auge drauf geguckt, aber ich habe 6,3 einmal gesehen. echt? Ich Ja. habe 6,1 mal gesehen. Also, Schauen wir mal, was das wäre krass. 30 Also Sekunden dann wäre die die VZ Max deutlich besser als letztes Jahr. Aber die Schwelle ist, glaube ich, schlechter. Das heißt, da muss meine Laktatbildungsrate deutlich schlechter sein. Ja, du hast ja auf Kurzdistanz Latschebe trainiert. Stimmt. VZ Max Test auf dem Laufband geschafft. Immer so ein bisschen so ein Struggle, weil man halt wirklich am Limit läuft am Ende und dann sagt man, es geht nicht mehr oder man hat da so ein Limit oder so eine Blockade im Kopf. Das war bei mir so bei 9 Minuten. Bis 9 Minuten laufe ich noch, beziehungsweise bis Puls 200. Und dann war halt irgendwie so direkt in meinem Kopf so der Schalter zu Ende. Und dann habe ich mir so, 2 Sekunden später denkt man sich dann, vielleicht wäre noch 1 oder 2 Stufen gegangen. Aber weil man bei Puls 200 dann dieses Limit sich setzt, ist es vom Kopf brutal schwer, finde ich, auf dem Laufband. No limits. No limits. Beim Radfahren ist es deutlich einfacher, weil da fährt man halt wirklich, bis man die Kurbel nicht mehr rumbekommt. Aber beim Laufen geht es halt nicht auf dem Laufband. Ja, und dementsprechend. Aber ich glaube, es war trotzdem ganz gut. Auf jeden Fall besser als letztes Jahr von der VZ Max her. Ja, am Ende vielleicht wäre noch irgendwie 1 Milliliter pro Minute, pro Kilogramm oder was die Einheit. Vielleicht wäre noch was minimal was gegangen, aber ja, auf jeden Fall war, glaube ich, ganz gut, besser als der Schwellentest. Und jetzt noch letzter Test, VZ Max Rampe auf dem Rad. Und erstmal wieder ein Gel. Jetzt wäre aber zum Schluss eine Maske auf, dann haben wir da. Hast du noch Bock? Frag mich, wenn wir die 500 Watt erreichen. 500 Watt ist aber Minimum. Letztes Jahr hatte ich bei 575. 575 bin ich raus, glaube ich. Komm. Da geht noch alles hoch. Komm. Trittfrequenz hoch, komm. Komm.
Du liebst den Scheiß doch. Ja. Oh. Ja. Ist geil. Oh. Mein Oberschenkel. Oh. Holy shit. Gefühle, Vergleich letztes Jahr? Also, ich bin zwar bei der Rampe, glaube ich, so 15 Watt weniger gefahren am Ende, aber die V2 Max war höher als letztes Jahr, glaube ich. Ich bin ja auch leichter. Leichtgewicht. Puls, sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren heute genau 200 Maximalpuls. Das passt. Also Auswertung gibt es später, aber so vom Gefühl würde ich sagen, V2 Max war besser, sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren. Laktatbildungsrate vielleicht bei beiden Disziplinen schlechter. Genau das, was ich wollte, dass ich schön mein Lieblingstraining machen kann die nächsten paar Wochen. Laktatbildungsrate runterkriegen, viel Kraft, Ausdauer, Schwelle, Sub-Threshold, Zone 2. Funk? Ah, hi Dan. Ja, Projekt Norwegen läuft. Ja, V2 Max ordentlich hochgeballert. Müsste dreistellig sein. Christian Blumenbeet. Ach, Blumenfeld. Wer ist das? Ah, okay, ja, passt. Ja, hammer locker. Perfekt. Dann sehen wir uns. Ciao. Kurze Zusammenfassung der Leistungsdiagnostik. Ich habe hier auf meinen beiden Zetteln einmal die Leistungsdiagnostik aus letzten Jahr und einmal aus diesem Jahr, beide zum gleichen Zeitpunkt. Und ja, Gewicht. Ich war ein bisschen leichter. Letztes Jahr 79,3, dieses Jahr 78,5 Kilogramm. Das habe ich auch tatsächlich in Fett verloren, also letztes Jahr 11,4% zu dem Zeitpunkt und dieses Jahr 10,4%. Beim Radfahren, die VLA Max war letztes Jahr bei 0,5 Millimol pro Liter pro Sekunde, jetzt dieses Jahr bei 0,54 Millimol pro Liter pro Sekunde, leicht höher. Die V2 Max dafür deutlich besser, letztes Jahr mit 75,4 und jetzt dieses Jahr mit 79,1 deutlich gestiegen. Bei der V2 Max ist es übrigens immer der 30 Sekunden Mittelwert, also quasi die letzten 30 Sekunden vom V2 Max Test und nicht der Peak, der ultimative Peak, den ich erreicht habe. Das ergibt eine Schwelle, letztes Jahr war es 393 Watt und dieses Jahr habe ich jetzt schon eine Schwelle von 408 Watt. Was natürlich schön zu lesen ist, aber was auch bedeutet, dass die Intervalle in den nächsten Wochen wirklich, wirklich sehr, sehr hart werden. Beim Laufen war so das einzige Negative, die VLA Max, die war letztes Jahr bei 0,38, sehr, sehr gut, jetzt dieses Jahr bei 0,52 Millimol pro Liter pro Sekunde. Also da gilt es auf jeden Fall dran zu arbeiten, die nächsten Wochen. Dann V2 Max war dort aber auch höher, letztes Jahr 76,4 und dieses Jahr 78,8. Also auch genau das, wie ich auch schon beim Test gemerkt habe, eine niedrigere V2 Max als beim Radfahren, was ja eher unüblich ist, aber ja, beim Laufbahn ist es immer ein bisschen schwer, da dann irgendwie so wirklich bis zum Limit zu gehen, weil es halt auch irgendwann koordinativ schwierig wird, beziehungsweise auch gefährlich. Man will ja dann auch nicht hinten runterfliegen. Die Schwelle war dementsprechend schlechter letztes Jahr bei 3:09 und dieses Jahr bei 3 Minuten 16 auf einen Kilometer. Also ja, Ziel, Standardbestimmung ist geglückt. Ziel für die nächsten paar Wochen ist klar, die VLA Max zu senken, sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen. Und ja, die V2 Max wird dadurch natürlich auch runtergehen, wobei ich wiederum Richtung Saison dann natürlich auch Gewicht verliere. Mein Race Weight ist so ungefähr plus minus bei 74 Kilogramm, also 4,5 Kilogramm leichter als ich jetzt bin. Dementsprechend steigt dann so auch die V2 Max wieder. Das heißt, idealerweise bleibt die V2 Max das ganze Jahr gleich, aber die VLA Max sinkt und dementsprechend steigt die Schwelle. Leicht erklärt und
an die Arbeit, würde ich sagen. Und falls euch die Insights in Leistungsdiagnostik und meine Daten gefallen haben, lasst doch gerne ein Like da, Kommentar und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Danke euch. Ciao.